Heimat. Ein Wort, in dem Welten von Erlebnissen mitklingen. Ein Ort, der unsere Persönlichkeit entscheidend prägt. Es ist ja von keiner Lagerfeuerrunde wegzudenken, weißt du, dieses Take me home, country roads. Ja. Ja, das ist wirklich so, also ich glaube, da kann man immer gleich mit singen, wenn man das hört, gell? Aber es hat was, ehrlich. Jeder hat irgendwie Sehnsucht danach, ein Ort, wo man einfach geborgen sein kann, so sein kann, wie man ist. Heimat, es assoziiert jeder irgendwas anderes damit. Nicht jeder wohnt so idyllisch wie hier oben. Ja, zum Beispiel, ich komme auch aus dem Dorf und da haben wir halt natürlich nicht dieses Bergpanorama, dieses herrliche. Aber was ich schon damit verbinde, ist wirklich diese Stille. Also abends ist irgendwie absolut ruhig und das mag ich sehr. Man hört höchstens Kirchenglocken, das war ganz nah bei uns am Haus. Aha. Und das ist interessant, weil für mich ist es genau das Gegenteil, was ich so damit assoziiere. Ich komme auch nicht direkt aus der Stadt, aber aus einem Vororten. Da ist schon auch immer so ein gewisser Hintergrundgeräusch. Und das ist mir echt aufgefallen, als ich dann wegzog von der Stadt, wie still das dann war. Ich habe das erst gemerkt, dass mir das total gefehlt hat. Und ich wusste gar nicht, was ich machen soll mit dieser Stille. Und überhaupt so dieses bunte Treiben der Stadt, Leben, verschiedene Menschen. Also das war für mich auch verbunden mit mit Heimat. Heimat haben und erleben, das ist in Zeiten von Globalisierung, von Unübersichtlichkeit und Unsicherheit ein wirklich hohes Gut. Aber was ist, wenn ich Heimat nicht habe oder nicht finde oder verloren habe? Ja, das ist echt die Frage. Wie kann ich es dann wiederfinden? Also ein sicherer Anker oder ein Orientierungspunkt, einfach eine Heimat in einer viel zu schnelllebigen Zeit. Das sind noch wirklich gute Fragen. Vielleicht kann man sich auch wirklich überlegen, mit welchem Ort verbinde ich viele Erlebnisse so. Wo habe ich einfach Schönes erlebt? Ja. Da weiß ich noch von einer Freundin von mir, die, bevor sie zu Hause weggezogen ist, also sie hing sehr an ihr Zuhause, und dann erzählte sie, wie sie durch jeden Raum einmal durchgegangen ist und alles ganz bewusst in sich nochmals aufgenommen hat. So das Holz, die Stühle und so angefasst hat, oder dann durch den Garten gelaufen ist und die hohen Gräser so durch die Finger da hat gleiten lassen. Einfach dieses Bewusste noch festhalten wollen an die Heimat, weil einem das so viel bedeutet. Wenn man das je nachdem woanders hinzieht oder dann verlässt, gell, dann kann man das in sich speichern. Ja. Und sie erzählt, selbst jetzt, wenn sie nach Hause kommt, hat sie immer das Gefühl, dass sie im Garten jeden Grashalm irgendwie kennt. Ja, Beheimatung. Das ist nicht umsonst so ein ganz wichtiges Wort in Schönstadt. Pater Kentenich hat ja schon ganz früh erkannt, wie wichtig das ist, dass wir auch an Orte gebunden sind, also dass wir da verwurzelt sind, dass uns das wirklich Halt und Stabilität gibt. Wie wertvoll das halt einfach ist für unsere Persönlichkeit. Als Pater Kentenich ins KZ musste, machte er sich Gedanken über die Zielsetzung seines Werkes. In einem Lied mit 6 Strophen legte er seine Überlegungen nieder. Das Ganze trägt den Titel Heimatlied. Und es fängt an mit den Worten: Kennst du das Land, so warm und traut, das ewige Liebe sich erbaut? Ja, tiefe Bindungen an Orten, das ist ja gerade heute wichtig. Und oft ist es auch weniger ist mehr in dem Fall. Also es brauchen gar nicht viele Orte zu sein. Aber es ist bei der hohen Mobilität in unseren Tagen ist es ja gar nicht so einfach, dass man tief verwurzelt ist an einem Ort. Aber wer braucht das ja eigentlich nicht? Wir brauchen es alle, irgendeinen Ort, wo wir Geborgenheit erleben, wo wir verwurzelt sind, wo Schönes sich entfalten kann.
unsere Persönlichkeit, unser innerer Kern, der braucht auch eine Verankerung, innere Heimat sozusagen. Ich erinnere mich, dass eine Sportlerin mir mal erzählt hat, die waren auf einer Skifreizeit und da war der Professor dabei und hat ihnen abends das Angebot gemacht, also sie könnten so ein Mentaltraining machen, wie so ein Coaching. Und dann hat er ihnen gesagt, sie sollen sich jetzt vorstellen, sich an den Ort zu begeben, der ihnen Kraft gibt. Also so ein Kraftort, wo sie immer wieder gern schon waren. Dann hat sie sich auf einmal im Schönstadt-Heiligtum eingefunden. Also hat sie gemerkt, das war zu ihrer eigenen Überraschung, dass das ihr Kraftort ist. Und der Professor hat gesagt, diesen Ort sollen sie möglichst oft aufsuchen. Weil Körper und Geist eng miteinander zusammenhängen, darum brauchen wir Orte der Beheimatung, die beidem Rechnung tragen. Einen äußeren Ort, den wir sehen und begehen können, der gleichzeitig aber auch ein Zeichen dafür ist, was die Seele beheimatet. Mit Schönstadt sind Orte auf der ganzen Welt entstanden. Kleine Heiligtümer, Kapellen, die der Mutter Gottes geweiht sind, die überall genau gleich aussehen und miteinander verbunden sind. So wie die Sportlerin, die dort Heimat für ihre Seele gefunden hat, geht es vielen Menschen. Die Schönstadtkapelle ist ein einladender Ort, an dem Gott uns einen Platz bereitet hat, an dem wir ausruhen und neue Kraft schöpfen können. Ein kleines Stück Himmel, denn unsere letzte Heimat ist im Himmel. Hier ist für unser Herz eine Heimat gebaut. Und dieser Ort hat sich in viele Orte vervielfältigt auf der Welt. Das sind Orte, die Geborgenheit schenken, die uns beheimaten, die uns ermutigen und verändern und uns hinausgehen lassen in die Welt, um das weiterzugeben, was wir geschenkt bekommen haben. Auf dass die Reise unseres Lebens uns ans ersehnte Ziel führt, nach Hause.